Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video von Feescreen Sim. In diesem Tutorial-Video geht es einmal um die sogenannten kleinen Templates oder die Mini-Speicherdateien, mit denen man jederzeit beliebige Elemente oder Bereiche einer Anlage sich wegspeichern kann und dementsprechend mehrfach in die Anlage hineinholt. Und als erstes baue ich mal einen Boden in meine Anlage ein und bringe dann einen Förderer in die Anlage und werde den dementsprechend ein bisschen manipulieren, also die Höhe etwas anpassen und dementsprechend das Element in die Länge ziehen. Und während er noch markiert ist, bringen wir noch gleich zwei Markierungen an. Also Markierungen sind ja notwendig, um dementsprechend mit Lesestellen arbeiten zu können. Also ich habe jetzt hier eben im Inneren eine Markierung eingefügt und bringe mir die jetzt eben zum Beispiel auf den vorderen Teil des Bauteils und auf den zweiten Bereich des Bauteils, also ein Bauteil eben dementsprechend mit zwei Lesestellen. Und ich könnte jetzt eben diese Definition mir wegspeichern, indem ich eben dieses Hauptelement anklicke und dann gibt es die Möglichkeit Vorlage und unter Vorlage eben Speichere Elementinformation und dann wähle ich mir eben einen Ordner aus und sage öffnen und anschließend kann ich eben da einen Namen vergeben, zum Beispiel Sample 01. Und bin nun in der Lage, jederzeit mir eben nochmal ein solches Element zu laden, indem ich eben jetzt wieder als Vorlage Muster laden und dann kann man eben normal zum Beispiel anwählen und wir gehen wieder auf den Ordner, wo wir es abgelegt haben. In dem Fall war es der Tutorial-Ordner mit dem Namen Sample 01 und können dementsprechend dann öffnen und bekommen dann immer wieder eben genau diese Datei geladen und können somit verschiedenste Anlagenteile dementsprechend ablegen. Also ich könnte genauso gut hier einen Förderer mir bauen. Und auf dem Förderer dementsprechend ein Element anbringen. Jetzt haben wir da unseren Förderer und auf dem Förderer bringen wir jetzt einfach nochmal zwei Sensoren oder einen Sensor jetzt mal an. Also wir haben den Förderer noch markiert und nehmen dann eben einen Sensor dazu. Den Sensor skalieren wir auch wieder in der Größe. Und vervielfältigen den einfach einmal, dass wir mehrere Elemente auch haben. Markieren wieder das Hauptelement, gehen wieder in den Bereich Vorlage, speichern uns die Vorlage ab und nennen wir jetzt eben, also wählen den Ordner einfach aus dementsprechend. Also es ist da eben wichtig, dass ich Entschuldigung, nur den Ordner eben wähle. Und dann eben im nächsten Schritt dann die Bezeichnung setze, zum Beispiel Sample 02. Und jetzt kann ich eben dann auch dementsprechend eben zum Beispiel diese Kombination aus Förderer und Sensorik mit dementsprechend laden. Also da gibt es keine Begrenzungen. Man könnte da auch ganze Elemente dementsprechend ablegen und natürlich kann man auch diese Sample-Dateien gerne mit einem Editor nachbearbeiten, um bestimmte Parameter zu setzen, um dementsprechend neue Eigenschaften in dem Element zu haben. Und ich kann natürlich so dann auch recht einfach mir an bestimmten Stellen Objekte einfach einmal ablegen oder einfach übernehmen aus einem anderen Projekt. Und wir finden das halt eine sehr flexible und einfache Möglichkeit, so Zwischenspeicherungen zu machen. Es bietet natürlich nicht die Möglichkeit einer Bibliothek mit Aktualisierung in beide Richtungen. Dafür ist dann eine Bibliothek gedacht, aber auch zum Beispiel der Sequence Inserter kann eben mit diesen Objekten arbeiten. Und das war's wieder mit diesem kleinen Beispiel. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Feescreen Sim.